Heute wieder ein neues Video über Ermreuth, die Synagoge von Ermreuth, die Juden von Ermreuth. 20 Jahre später, am 1. März 1974, ging die Gemeinde Ermreuth in den Bezirk Marktgemeinde Neunkirchen am Brand über und das Gebäude der Synagoge stand 14 Jahre lang leer. Infolge einer Dachsanierung von 1987 und 1988 wurde dann die sogenannte Geniza, eine Sammlung von abgenutzten jüdischen religiösen Texten, aber auch privaten Sammlungen der Mitglieder der jüdischen Gemeinde gefunden. Schnell wurde klar, dass es sich bei dieser Sammlung von religiösen Schriften, aber auch privaten Dokumenten der Mitglieder der jüdischen Gemeinde um ein seltenes Gut, um ein seltenes Kulturgut handelte. Deshalb wurde ein Zweckverband für die Erhaltung, für die Renovierung der Synagoge von Ermreuth gegründet. Das war 1989. 1994 fand dann die Wiedereinweihung der renovierten Synagoge statt. Im Mittelpunkt stand eine Dauerausstellung mit besagter Geniza, aber auch Dokumenten und vor allem Bildmaterial der ehemaligen Mitglieder der jüdischen Gemeinde, ergänzt um Material ihrer Nachfahren, die ja ausgewandert waren. Diese Dauerausstellung wurde erneuert und 1995 eröffnet. Seitdem kann die Synagoge zum Beispiel von Klassen besucht werden und gilt als wertvolle pädagogische Stätte. Die Synagoge Ermreuth hat einen einzigartigen Stellenwert, denn hier wird gezeigt, wie fränkische Landjuden im Bereich Fränkische Schweiz gelebt haben. Die katholische Syrerin Dr. Raja Nadler war maßgeblich an der historischen Aufarbeitung der Synagoge-Gemeinde beteiligt. Das hätte nun das Happy End bedeuten können, 1995 die zweite Eröffnung der Dauerausstellung. Leider war es nicht so, denn ein versuchter Brandanschlag fand in der Silvesternacht 2023/24 statt. Ausgeführt von einem 22-jährigen jungen Mann aus einem Nachbarort von Ermreuth. Dieser Junge war stark angetrunken und hatte rechtsextremistisches Gedankengut im Kopf. Hier sind zwei Ismen zusammengekommen, Alkoholismus und Rechtsradikalismus. Wobei ich sagen würde, der Alkoholismus hat eine stärkere negative Bedeutung, einfach dadurch, dass eben ideologisches Gedankengut einfach angefeuert wird und in Aktion gebracht wird. Der junge Mann wurde zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt und ich hoffe, dass er den Weg zu den Meetings der anonymen Alkoholiker findet.